Heute sprechen wir darüber, warum sich dein Online-Kurs einfach nicht verkaufen lässt. Es ist so eine Sache, ne? Man verbringt ganz viel Zeit damit, seinen Online-Kurs zu planen, aufzunehmen, das nötige Equipment zu kaufen, dann nochmal zu planen, dann hochzuladen, dann zu beschriften, vielleicht auch noch die Videos zu verschriftlichen. Also man hat richtig, richtig viel Arbeit damit, ne? Womöglich über ein paar Monate richtig viel Arbeit mit. Und dann ist er online und man wartet. Und nichts passiert. Kann wirklich nichts passieren? Ja, leider. Es kann nichts passieren. Ist mir das schon passiert? Ja. Ich habe einen Kurs bei Udemy hochgeladen und habe gewartet und es ist nichts passiert. Er wurde gar nicht verkauft. Einfach überhaupt nicht. Und es war wirklich ein richtig guter Kurs. Ne? Das ist wirklich schade. Warum? Das ist jetzt die große Frage. Warum wurde er denn jetzt so gar nicht verkauft? Weil Udemy macht das doch, oder nicht? Nein. Oder nur ein bisschen. Oder nur begrenzt. Also es hat definitiv verschiedene Ursachen. Zum einen, wenn ich das auf so einer Plattform einstelle wie Udemy, dann ist ein Problem definitiv, wenn ich mich nicht richtig um die Produktseite kümmere und das nicht vernünftig ja, beschrifte und vernünftig beschreibe und sage, wofür dieser Kurs ist und für wen der geeignet ist und für wen der nicht geeignet ist und nicht die richtigen Keywörter in meiner Beschreibung verwende, ja, dann ist das schon mal ein ganz dicker Aspekt, warum der Kurs gar nicht gefunden wird, gar nicht im Algorithmus von Udemy zu finden ist und warum er auch nicht gefunden werden kann und dann damit leider auch nicht verkauft wird. Ne? Das ist schon mal ein ganz dicker Grund. Der andere ist, wenn ich keinen Launch mache. Ja, was ist denn ein Online-Kurs-Launch? Gute Frage. Das ist etwas, was nicht so ganz einfach zu bewältigen ist. Das ist etwas, worüber du vorher ganz genau nachdenken musst, eigentlich schon bevor dein Kurs fertig ist. Du musst dir genau überlegen, wie du die Leute, die du vielleicht schon hast, ansprichst, wie du die ja heiß auf deinen Kurs machst, wie du kommunizierst, dass es einen Kurs geben wird, dass es so etwas gibt, was überhaupt dem entspricht, was die brauchen. Es wäre auch eine gute Idee, den Leuten mitzuteilen, welches Problem dieser Kurs für sie lösen wird und mal abzuchecken, wer überhaupt Interesse daran hat. Vielleicht machst du auch eine Warteliste, ja, das ist auch eine schöne Sache und die kann man auch schon Wochen vor dem eigentlichen Launch machen. So ein Launch hat auch den Vorteil, dass du ein festgelegtes Datum hast, an dem du fertig sein musst. Ne? Also irgendwann ist ja so der Zeitpunkt gekommen, dass man das Gefühl hat, okay, ich will jetzt langsam mal mit der ganzen Sache abschließen. Ne? Und an dem Punkt ist es eigentlich eine gute Idee, wenn man sagt, okay, 15.05., da ist der Kurs fertig und da fangen wir damit an, den zu launchen. Ne? So ein Launch geht meistens über eine Woche, kann auch über 2 Wochen gehen. Was passiert während des Launches? Du postest. Ja? Du postest in den sozialen Medien, du schaltest vielleicht Werbung für deinen Kurs, du ja, gibst kleine Teaser, kleine Sneak Peeks, ja, lässt mal die Leute hinter die Kulissen gucken, zeigst, was man erreichen kann. Vielleicht kannst du auch schon ein paar Erfolgsgeschichten vorstellen. Ne? Der den Kurs schon besucht hat, hat vielleicht ein ganz tolles Test für dich gemacht. Ne? Hat vielleicht gesagt, okay, der hat mir richtig gut geholfen bei irgendwas. Ne? Und vielleicht macht derjenige ein kleines Video für dich oder du kannst ein paar Aspekte aus deinem Kurs nennen. Also du kannst immer wieder kleine Hinweise auf deinem Kurs geben. Und während dieser Launchphase, die wie gesagt meistens eine Woche oder 2 anhält, verschickst du E-Mails. Ne? E-Mails an die Liste, die du vorher aufgebaut hast. In diesen E-Mails werden immer wieder Informationen gegeben. Es wird immer wieder eine Frage geklärt, die die User vielleicht haben, bevor sie kaufen wollen. Ne? Und vielleicht gibst du ein Webinar, wo du noch einzelne Fragen klärst, wo du auch zeigst, dass du verlässlich, vertrauenswürdig bist, dass du da bist, als Ansprechpartner da bist. All diese Fragen, all das wird vorab geklärt, also während des Launches geklärt und halt vorab, bevor der Kunde kauft. Ja? Du kannst aber auch, das wäre eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, bevor du in diese Launchphase gerätst, eine Warteliste erstellen. Das heißt, du beginnst nicht schon 2 Wochen, sondern vielleicht ja sogar 4 oder 6 Wochen vorher,
kleine Teaser zu geben, ne, und immer wieder was von deinem Kurs zu erzählen. Und verlinkst auf eine Landingpage, wo du E-Mails sammelst, ne? Also eine Warteliste, ne, wo du den Leuten Bescheid sagst, sobald der Kurs eröffnet. Und immer wieder kleine Hinweise gibst. Du schreibst die Leute noch gar nicht an, sondern nur über die sozialen Medien gibst immer wieder kleine Hinweise, immer wieder. Und wenn du damit dann deine E-Mail-Liste aufbaust und sagen wir mal, du hast, ich sage mal, auch mit bezahlter Werbung vielleicht noch 1.000 Leute gesammelt und du kannst die am Launchtag anschreiben. 1.000 Leute, die daran interessiert sind, deinen Kurs zu kaufen. Dann wirst du verkaufen. Das ist gar keine Frage, ja. Dann hast du nämlich einen Aktionsplan an der Hand und kannst innerhalb von dieser Zeit, von diesen 2 Wochen, die dann folgen, immer wieder E-Mails heraussenden, immer wieder Aspekte klären, Fragen beantworten, vielleicht Kleinigkeiten umsonst geben, vielleicht zeigen, was man da alles Tolles lernen kann. Und ja, wenn du das wirklich machst, dann wirst du nicht, so wie bei mir, bei einem Umsatz von 0 landen, ne? Also, der Kurs hat dann hinterher, ich verlinke den mal unten, der heißt, Countdown, so stellst du dein Leben auf den Kopf. Das ist eigentlich ein sehr schöner Kurs, den haben wir gemacht, einfach, damit man mal den Reset-Button drückt, ne? Bevor man vielleicht ein neues Business starten möchte, dass man einfach mal sagt: „Okay, komm, Reset, ich muss jetzt mal einfach mal durchatmen und mal gucken, wie das bei mir alles so und was vor allen Dingen alles so falsch läuft.“ Und dafür ist Countdown geeignet, ne? Ich habe das aber wohl irgendwie nicht richtig kommuniziert, sonst hätte der sich wahrscheinlich sehr viel besser verkauft. Egal, man kann ja auch nicht nur einen Lounge durchführen, ja? Man kann verschiedene durchführen. Man kann ihn immer wieder durchführen. Wenn du den Kurs zum Beispiel auf deiner eigenen Webseite hast, kannst du auch nach dem Lounge zumachen, ne? Du hast es bestimmt schon oft gesehen, dass so ein Lounge erst einmal abgeschlossen ist, dann werden die Türen geschlossen und dann vielleicht erst in einem halben Jahr wieder eröffnet, ne? Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass du vor diesem halben Jahr, also dass du während deines Launches genug Geld verdienen musst, um die nächsten Monate zu überleben. Ist möglich. Das ist das Gute. Es ist wirklich machbar, es ist möglich, aber du musst das Ganze richtig gut vorbereiten. Wir werden auf diesem Kanal noch weiter über Launches sprechen und ich werde mir auch noch genau überlegen, wie du den machen kannst, wie du den umsetzen kannst. Aber soweit erst einmal, mach dir mal darüber Gedanken, einen Launch zu machen, ist eine sehr, sehr gute Idee. Wenn du schon einen Kurs gemacht hast, der dich ein paar Monate Zeit gekostet hat, ja, warum denn dann nicht auch einen Launch, ne? Schreib mir in die Kommentare, wenn du Fragen dazu hast. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und klick auf den Like-Button. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.